Das Aufwendigste bei diesem leckeren Kürbisdessert ist das Kleinschneiden. Mit einem Schnitt am oberen und unteren Teil des Kürbisses hat man einen besseren Stützpunkt für die restliche Arbeit. Ich verwende dabei sehr gerne das Brotmesser, denn so ein Kürbis ist manchmal schon ziemlich hart und ich finde, die Verletzungsgefahr wird so deutlich geringer. Ich koche heute mit einem Hokkaido-Kürbis, aber das muss nicht unbedingt sein. Man kann diesen Flan mit allen möglichen Kürbissorten machen. Man muss dann nur aufpassen, dass die Kochzeit unterschiedlich ausfällt. Bei Hokkaido-Rezepten braucht man normalerweise die Haut nicht zu entfernen, aber mir persönlich schmeckt dieses Rezept besser ohne Haut. Ich koche dann eine Kürbishälfte für 15 bis 20 Minuten. Die genauen Rezeptmengen könnt ihr übrigens in der Infobox schauen. Um den Flan in den Backofen zu stellen, habe ich hier eine Puddingform mit Deckel. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Man könnte jede ofenfeste Form einfach mit Alufolie dicht schließen. Ganz wichtig für dieses Kürbis-Flan-Rezept ist das Karamell. Dafür setze ich eine Pfanne auf mittlere Stufe auf und verteile 200 Gramm Zucker gleichmäßig drauf. Dann warte, bis der Zucker schmilzt und anfängt, die Farbe zu ändern. Ab diesem Moment rühre ich ständig um, bis der Zucker vollständig schmilzt und die gewünschte Farbe erreicht wird. Hierbei gilt, je dunkler das Karamell, desto mehr bittere Noten hat es. Sobald mir die Farbe gefällt, gieße ich das Karamell in die Form und neige und rotiere diese so, dass das Karamell an den Wänden haften bleibt. Die Form wird dabei extrem heiß, also bitte Ofenhandschuhe tragen. Das Ergebnis sieht bei mir so aus, sobald sich alles abgekühlt hat. Nun haben wir den schwierigsten Teil hinter uns. Nach 15 bis 20 Minuten Kochzeit werfe ich die Kürbisstücke in den Mixer sowie 340 ml Kondensmilch. Übrigens, dieses Herbst-Süß-Rezept wird sehr oft in Kuba und Puerto Rico zubereitet. Ich gieße 400 ml gezuckerte Kondensmilch und 10 ml Vanilleextrakt und setze den Deckel drauf. Während der Mixer arbeitet, breche ich und gebe 5 Eier in eine Schüssel. Nach ungefähr 1 Minute Mixzeit kommen die Eier auch in den Mixer. Die brauchen aber nicht so lange, 20 bis 30 Sekunden reicht. Ich gieße die Flüssigkeit durch ein haarfeines Sieb in die Form hinein und schließe den Deckel. Wenn ihr zu Hause keine Puddingform habt, könnt ihr hier Alufolie nutzen. Der Flan wird im Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze in einem Wasserbad gebacken. Dabei solltet ihr darauf achten, das Wasser so heiß wie möglich zu gießen, bis zumindest 3/4 der Puddingform bedeckt ist. Es ist auch sehr wichtig, dass das Wasser nicht in die Form reinläuft. Nach einer Stunde können wir mit einem Stäbchen kontrollieren, ob der Flan fertig ist. Einfach hineinstechen und wenn es wieder trocken herauskommt, ist der Flan fertig. Hier zum Beispiel ist es nicht so weit. So ein Kürbisflan braucht zwischen 60 und 90 Minuten in den Ofen. Der Grund für die Streuung ist die notwendige Zeit, um das Wasser bis zum Siedepunkt zu bringen. Anschließend lassen wir den Kürbis-Nachtisch auf Zimmertemperatur abkühlen und daraufhin kommt er für zumindest 6 Stunden in den Kühlschrank. Nun schauen wir mal, wenn der Flan an den Wänden nicht mehr kleben bleibt, dann muss der nichts mehr machen. Ansonsten muss der von der Form getrennt werden. Nutzt am besten dafür ein Filetiermesser oder einen Crepe-Wender. Nun wird's etwas interessant. Um den Flan zu stürzen, empfehle ich euch einen flachen Teller mit einem etwas höheren Rand zu nutzen. Und an sich weiß doch jeder, wie das geht, oder? Jeder hat schon mal einen Sandburg gebaut. Wenn euch dieser Anblick gefällt, vergesst nicht, das Video zu liken. Mit diesem kleinen Beitrag könnt ihr dafür sorgen, dass ich mehr Rezepte für euch zubereiten kann. Wenn ihr aber ein schnelles Rezept braucht, das trotzdem mega lecker ist dieser kandierte Kürbis genau dafür geeignet. Der darf übrigens am Tag der Toten in Mexiko nie fehlen. Diesmal schneide ich 1,5 Kürbis in groben Streifen. Dabei können ruhig ein paar Körner bleiben. Diese tragen zum Geschmack des Rezepts bei. Der Star dieser Kürbisspezialität ist das Piloncillo. Dieses natürliche Süßungsmittel wird durch das Verkochen von Zuckerrohrsaft gewonnen und kann in jedem lateinamerikanischen Laden gekauft werden. Die Zubereitung könnte nicht einfacher sein. Ich gebe 1,5 Liter Wasser in einen Topf zu, 3 bis 4 Nelken und hinzu kommt auch eine in Scheiben geschnittene Orange. In den Topf werfe ich auch 3 Stangen Zimt und ungefähr 900 Gramm Piloncillo.
Danach lasse ich alles köcheln, bis sich das Piloncillo vollständig integriert hat. Sobald sich das Piloncillo aufgelöst hat, gebe ich ungefähr die Hälfte der Kürbisstücke dazu. Die andere Hälfte platziere ich mit dem Kürbisfleisch nach unten, damit es ständig in Flüssigkeit schwimmt. Dann setze ich den Deckel drauf und lasse alles köcheln für ungefähr 20 Minuten. Vorsicht, bei anderen Kürbissorten könnte diese Kochzeit unterschiedlich sein. Ich hole dann die Kürbisstücke aus dem Topf und entferne auch die Orangenscheiben, da ich sie nicht mehr brauche. Danach bedecke ich den Kürbis mit Alufolie, damit er warm bleibt. Die Flüssigkeit lasse ich aber auf dem Herd, damit sie weiter reduziert. Und wenn eine Sirup-ähnliche Konsistenz erreicht wird, oh Mann, dann können wir servieren. Dieser süße Kürbis wird auf 2 Arten serviert, entweder mit viel Sirup auf dem Teller oder in einer Schale mit lauwarmen Milch dazu. Ich kann euch nur empfehlen, beide Varianten zu probieren. Diese Kürbisrezepte sind der Hammer, aber die Rosettenwaffeln hier auf der linken Seite passen perfekt dazu.